gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Para siempre será el consolador. Para siempre será el consolador. We willen vandaag waar in de klas staan. Ik zie je weinig reden van die dingen waar ik val van zie. En ik heb me al stout een beetje doen naar je recht en dat wat ik hoor van andere mensen. Dan maak ik me uit hun time voor zijn staat. Hoe komt dat vandaag dag zoveel mensen twijfelen doen en niet klaar hebben? Zie ik Wadajeburt, of zie ik bekjierunk, of fehlt mir nog wat, of wat maakt dat, of Jana vertelt hij heeft zo, en de ander vertelt hij heeft anders. En als meent dat niet. En mij had er vandaag van de reden. Ik heb er ziemlich veel zo'n uitwisselingen gehad. En we hadden eerst al, wie zei al, we willen niet naar mensen horchen. En toch horch we naar mensen. Ik vraag me, ik heb meestal wat geleerd van mensen. Zo we willen ook nog horchen. Maar het is allemaal goed, wanneer we terug naar de waarheid gaan en checken mal. Wanneer du niet weet waar du staat, dan checken mal naar die feit, waar je boven bent. We vergeten manchmal daar nog te checken. Waar staan we boven? Wat is ons grond? Mijn thema is van Wadajeburt en bekjierunk, ja? En ik had daar aan de wand wat aangeschreven. Ik geloof je kan dat zien. En dat is bloos zo ganz einfach. Keine kansvolle Sache. Als je een mens gemeen is, wat hij dan? Dan is hij oké, niet? Iedereen wer weet wat hij wil en wer weet waar hij is en waar hij staat, is oké, is niet gemeen. En op wens we weten dat we gemeen komen dan, en veel meer we wel niet thuis doen, dat is voor sure. Want je het schijnt, want we hebben alles weten en geen andere weet beter als we. Maar maar eenmaal zijn we dag voor gemeen. En wanneer we gemeen zijn, dan vangen we aan te checken. Not dat we zo, wanneer we natuurlijk zijn. En manchena, dat is naar mij gekomen en heeft gevraagd, wat zal ik doen met mijn schuld? Wat wil groot heren doen? Ik zie gemeen, dat schaft niet. Ik kan niet schuld betalen. Wel, is gemeen. Wat moet dan je doen? Waar staat u? Of dat weet ik niet meer. Oké, dat is best gemeen, niet? We moeten checken, waar staat u? Hoeveel schuld hast u? Hoeveel aanom hast u? Hoeveel best u nu schuldig te tolen?
En dan moet we zeggen, ja, waar sto we, waar best u? En weet je wat? Ik had het al zoveel gevangen aan mezelf, ook aan andere mensen. Wanneer ik dan eens vrouw, dan eenmaal zijn, ze zijn veel wieder mij als ze dachten. Ze zijn niet opgepast, hoe ze aangingen. Ze zijn een lachen aangegaan, because zij was er, heb me goed kennen. Want ze al ihre klaats weer opvliegen, wat ze heen deden, wordt niet maar boven rekenen. En dat is kraak zo wat im jesseljas. En dit is een poort van een aanvang van bekjeren, hem aankomen. Zo wat is het nächste, wanneer ik hem aanzie, en ik zei dat, ik zie diep hem lachbanen, en ik zei van mij is absoluut geen gelegenheid, jemals, je recht te worden vergat. Wat dan? Dan zeg ik, wens ik wel niet verloren gaan. Ik zie verloren, dat is wat ik zei, en ik wil niet. Zo wat bruk ik dan? En ik zou hij geloven. Wat van geloven aan wat? Ik geloof dat nu ik zie verloren. Waarom geloof ik dat? Wens ik kijk naar de waarheid. En de waarheid wijst mij, ik zie verloren. Zo, en dan wat is het nächste? Dat is waar we dan maar eenmaal aanbrengen. Ja? Dat is een bekjierunk. Wanneer we schon aanvangen te geloven wat waarheid is, en we zijn in de waarheid, dan vangen we aan te geloven. Nu geloof ik dat ik verloren zie, want ik kan dat zijn. Zo dan bruk we geloven. En dan zie ik naar de waarheid, en wanneer ik naar de waarheid zie, dan ving ik zie verloren, en ik ving door radung. Dat is. En deze radung, dat meint wie wijn je aan. Nu vang ik je aan anders te denken. Ik kijk terug van hoe ik kom. Van waar kom ik? Van God. God heeft mij gemaakt. Zo ik vang aan en vang aan naar de waarheid te kijken. En ik geloof. Dat is radung. Ik geloof van mij is nog niet gelegenheid. En dan komt de bekjierunk. Wat is een bekjierunk? We hebben hem een beetje vars nemen. Ik wil bloos de Bijbel nemen, omdat je klaar krijgen van jezelf. En niet bloos naar mensen horen. Niet bloos naar mij horen, wat ik van jou zei. Want de Bijbel is vol roods. En ik neem een klein beetje uit. En met dit klein beetje waar we van jou een beetje betrachten, omdat u klaar krijgt. En dan lees de Bijbel weer, dat u nog meer kennis krijgt. Zo het eerste wat we bechecken, dat we brukken de bekjierung. We gaan vers, je maakt me hier gelijk niet opgetekend, vielleicht komt het later nog. Maar het zegt, wer door gelooft en getauft wordt, der wordt selig. Wer er niet gelooft, der ist verdammt. So waarom zegt het dan niet, wer er niet gelooft en niet getauft wordt? Maar weet je wat, wanneer we de bekjierung willen betrachten, dat is een ding waar we getauft worden, niet met water, zoals we van de taufe reden, maar een bekjierung is waar we van zonde vrij worden. Daar is den geloven wat waarheid is. Dat is waar we van zonde vrij worden. Lucas kapitel 1 vers 15, daar heet het van Johannes, en dat is een fijne aanvang. God is schickt Johannes als een profeet. En hij bracht ons deze gouden noorrecht van dat er weer komen wordt. Hij weer nog niet de raden, maar hij weer wat in Bach opmerkt om geraad worden. Ze zegt dat Johannes weer een grote man, hij dronk niet wien, maar weet je wat, hij weer van jonge baan, van een moederlijf, wie hij ervult met hem geest. Zo hier vingen we een zeer interessante ding wat aan een mensje passiert is. De meeste van ons, we zijn niet van jong ervuld met hem Heilige Geest. Dat zijn we. Zo, dit weer de grootste profeet, wat God een mens noemt, ja. En ze zijn weer ervuld met hem Heilige Geest. En weet je wat? In 16 vers zegt het, doordat bekeerde zich zeer veel tot God.
Zo, dit is een bekjierung wat hier passiert. En wie weet die geschichte? Er komen zeer veel om Jordan en leidde zich taufen van Johannes tot de busse. Wat meint dat woord busse? Zij bekjeerden zich. Zij draaiden om. Zij zagen, wie zijn verloren en hij predigt. En zegt, er wordt een komen, die wordt je met een Heilige Geest taufen en met 4 taufen. En ik zie hier van daar om je wijzen dat je brokken busse te doen. Dat is wat hij predikt. Zo dat zo mensen zich bekeerden. Apostelgeschichte 3:19. Dat busse en bekeerd junt, dat jullie zinde uitgestrekt worden. Hij met bekering te doen, ja? Omdat je worden goede tijden krijgen, je wordt erveld worden. Zo wat is de ervelling? Zij bekeerden zich, zij duiden de zinde, we gaan. We kunnen zeggen, en geloven, busse, ik zie jarig, ik bruk naar radung. Dat is wat er passierde. Apostelgeschichte 3:26. Daar heet het van, Jezus had wem gezond gemaakt. En dat bracht de mensen tot de busse en die bekeerden zich. Zo hier vingen we allemaal waren van wat een bekering is. Apostelgeschichte 9:34. Petrus heilde de kranken. En de 34 vers, en dan bekeerde zich veel tot de Herrn. Tot Jezus. Tot God, kunnen we zeggen. Apostelgeschichte 11, vers 20-29. Ze predigden, mank de Griechen en veel bekeerde zich tot de Herrn. Apostelgeschichte 14, vers 15. De geschichte van Paulus en Barnabas. Waar ze geloofden ze weer jata, ik wou niet alle lezen, maar die bekeerden zich van of jatische geloven en draaiden naar God. Zo, die Paulus en Barnabas, die verreikten zich de kleider en ze antwoorden dat ze het willen aannemen als jata. En leerde het evangelium omdat zij zullen naar de waarheid draaien. En dat is wat ze deden. Die bekeerden zich door. Dat is een bekjierung. Next, Apostelgeschichte 15, vers 19. Jacobus erklärt de waarheid tot de apostel. En wat passiert daar? Ze worden zich einig dat ze naar alle nationen zullen gaan, omdat die zich bekeren worden en ruwheid krijgen. Rest krijgen, ja? 1 Thessalonica 1:9. Hier heet het van, wo Thessalonica van den jetsen tot God zich bekeren deiden. Zo afjateri no God bekeren zich. Zo wat passiert? Zij geloofden aan Jezus Christus. Het daagt erop. En daar is er opdagen deed, kunnen zij maar eenmaal zijn. En daar bekeerden ze zich. Zo wat is een bekering? Hier heb ik een meer vers gelezen wat een bekering is. En ik naam dat een entscheidung. En weet je, dan worden we vielleicht manchmal uitdrukkingen hebben. Sommigen worden zeggen, wanneer du bekeerd bent, dan hast du dem Heiligen Geist. Sommigen worden zeggen, nee, du musst hem nog krijgen. Aber al deze dingen im Einkommen brukt een Heilige Geist. We brukken ganz verval een Heilige Geist wat ons im Eng jou en dat we dat zijn niet kennen, we zijn im Eng. Dat is al de Heilige Geist. En dan dat we deze gelegenheid nemen en te geloven aan de waarheid, kunnen we bloos durch dem Heilige Geist. Zo we hebben niemals denken dat we zijn somehow bekeerd tot Jezus. En we hadden geen connection met de Heilige Geest. Nu fehlt nog maar dat ik de Heilige Geest kreeg. Maar er zijn moten en wo de Geest schaffen, en dat vinden we krijgen in de Bijbel. Dat de Heilige Geest is uitgegaan op de ganze wereld. Dat is wat Jezus zegt, ja. Die is daar en die traagt jeder einem. En wer daar nog hoort, wer daar zit, weet je, sommige mensen die waren eng. En er staat dat ze naar de Heilige Geest horen, wat de Heilige Geest gedaan heeft, het gewezen, de beste eng, waar ze verbeterd en dal.
En zijn nog veel andere. Oder verzeker, dus ik krijg hem natuurlijk. Ja, sommige mensen zien ze worden niemals te wat komen. Die akker en een akker een jaar, nog een jaar gaan dijpen en dijpen en dijpen en de schuld. En hebben en als je leert wel bis hem een hakkeren. Oder met een geschaaf vangen, een geschaaf van een ander. Het zijn 3, 4 maal en hij leeft al bankrupt gegaan. Die verzekeren nog helemaal. Dat is een beetje met de bekjierungschaft. Die juist trekt die memmer waar je heeft een chance om krijgen accidents, eigenlijk. Dan zei hij, je God heeft hem nog een chance gegeven, als nog waar daar gekomen. De oorzaak waarom hij waar wiederleeft en wiederleeft, hij hoort niet naar dem Geist. Hij entscheidt zich niet te bekjeren, om te draaien. Dat is wat we veel vingen doen. So, eine Bekjierung ist eine Entscheidung, was du eigentlich mit merken. Und wenn du hast eine Entscheidung gemerkt, die zu bekjeren, dann hast du eine Connection mit dem Heiligen Geist. Das geht nicht anders. Een ander woord hebben we gebruiken, dat is een verandernis am zijn. Maar zei eerst wil ik verrek omgevangen weer, dan wil ik alles zelf doen, ja. Ik moest me dat uitfiguren wat het schaft. Ik wil zeer klug en kan me veel uitdenken. Zo ga ik los in de Bijbel en verzocht dat te verstaan, zodat mijn verstand het begrijpen kan. Dat verzocht ik alle te doen, wat mijn zijn met eenmaal ändert. Dat ik aanzien kan, dat mijn verstand reikt niet daar. Ik bruk wat dieper, ik bruk de waarheid. En dan ändert ons zin en zijn am hart, ja, oder am verstand kunnen we zeggen, hoe de zijn is. En wat ändert hij? Dat ik kan zijn, ik kan niemals gerecht worden ohne vergeving. En dat is wat Jezus gebracht heeft. So dat brengt de Heilige Geist door, dat ik dat erkennen kan, door als vergeving. En dat kan ik niet met mijn verstand begrijpen, because waar ik een mens wat met $100,000 schuldig weer en bloos nemen vergeven, dem zei die gleich, die krijgt als eerst. Dat kan ik me niet uitrekenen. En zo kan ik me ook niet uitrekenen, waar Jezus wil op deze eerd komen en onze zinde bloos trek me uitstrekken, kan ik niet begrijpen. So dat einzige weg waar ik dat kan aannemen als een Geist, dat is God zijn plan. So, dat is hoe ons zijn ändert en die ändert naar vergeving. So, wanneer die ändert naar vergeving, wat passiert dan? Eerstens, ik bruk vergeving. En dit is interessant, wanneer ik vergeving brukken doe, en ik weet dat ik die brukken doe, en ik neem dat geschenk aan. Dat is de einzige weg dat ik ook kan vergeven. Want ik bloos wel van God vergeving heb, en ik kan niet anderen vergeven, dan ik erken niet waar is. En dat gebruik ik hem juist. Dat is wat hij juist, God is mij geboren dat ik kan anderen ook vergeven. Manchmal wordt we zeggen, aanreden tot de busse. En ik red niet van dat ik die wel aanreden tot de busse, maar dat ik mij wel aanreden tot de busse. Omdenken, ja. Ik bruk anders denken. Dan staat dat ik mij wel recht aan die. Ik wil liever die vergeven en busse doen. En dat gebruik ik met eenmaal te zijn, ik zie recht. Dat is een bekjierung. Kort is dit een bekjierung. Erkenntnis van de verlorenschap waar we bijna zijn. Je wasje van zinden. En je tauft met wat? Met vergeving. Hij allemaal je heet dat we kunnen je tauft worden met vergeving. Dat is wat Jezus zei. Hij dampt ons met vergeving even. En die vergeving die knakt geen zin meer aan mij. Dat is geen action van zin. Dat is waar. Zo we worden getauft. En deze vergeving. We breken den tempel door. Ik leg dit bijspel wat Jezus zelf sprak. Hij zegt, je wordt den tempel doorbreken en ik word in 3 dagen opbouwen. En mij past het hier zo ganz krak in de bekjierung aan. Ik zie wellig te mijn godet ik en reich, wat ik op deze wereld heb, door te breken en geen reich te houden.
Dat is wat een bekering is. Ik laat mijn ganse rijk, wat ik alle wegen heb, met geld en alles, dat laat ik los en laat Christus dat hebben. Hij wordt opbouwen. So, dit is kort een bekjierung. So, nu, zijn mensen vragen mij, ja, bekjert zie ik, maar ik ga niet dem Heiligen Geist. Ik zie nog niet Wadajeburt. Weet je wat, we kennen veel verschillende wegen, verschillende weetbrokken, wat we al in de Bibel vinden van Wadajeburt, van bekjeren, van zijn anderen. Maar wat is de aanhoud van al dit? Wadajeburt, wel Jezus, die brukt het je bijspel van geboren worden, ja? Dat we verstaan zullen, zoals een mens opleeft, als een karpa, zo zal hij opleven aan een geest. Zodat we brukt het bijspel van geboren worden. Nicodemus is krijgt nieuwsgierig. Een mens wil komen en groot, een mens waar hij geboren wordt, jet je niet. En daar erklärt hij zo van waarom hij een bijspel van geboren brukken deed. En nu wil ik zo'n ding daarvan reden, ook waar een vers nemen, waar waren we geboren? Wel, wanneer we het vragen, waar waren we geboren, dan denken we aan, waar jaft het een mens? Want alle mensen waren geboren. Waar passiert dat? Wel, we hebben een beetje gelezen. Johannes 3 vers 3 zegt het, wanneer du, Nicodemus zegt het, nicht was geboren worden, was het Gottes niet zijn. China wat? So, we brukken alle niet geboren te worden. Dat is ganz klar. So, waar moet dat passeren? Durch een bekjierung, van een bekjierung, of met een bekjierung? Wat passiert dat? Was du dan niet geboren, wanneer du die bekierst? Of was du niet geboren, wanneer du bekeerd was? Of dat die bekjierung die waren geboren? Wat maakt een onderscheid? Dat maakt zo'n onderscheid, dat wanneer du die niet bekeerst, was niet Wadajeburt. Wanneer du die bekeerst, dan was du waarschijnlijk Wadajeburt. Wo? Sehr verschieden. Aber diese Bekehrung ist eine Entscheidung, was wir machen, im Glauben, Gott sein Wort anzunehmen. Und dann passieren Dinge. Ich sage manchmal, die Wadajeburt, dort können du und ich nichts zu tun. Dort hat Gott an uns. Well, vielleicht kann ich mich nicht verstehen, wenn ich sage, wir können nichts am tun, aber wir brauchen diese Bekehrung. Wir brauchen den Tempel durchzubrechen. Dort müssen wir tun. Aber dann, den Abbauen, das wird Jesus tun, ja? So, wenn wir uns ein bisschen anlassen. Nicodemus, wo kann ein Mensch, ein großer Mann, geboren werden? Jesus sagt waarom? 5. Vers sagt jemand von Wasser en Geist geboren werden. Das ist ein feines Beispiel. Das Wasser. Waarom sagt steht bloß jemand vom Nie geboren werden? Nu sagt al vom Wasser en Geist. So, wir können das Beispiel aus Wasser nehmen, was war Jesus im Beispiel, ja? Dort haben wir nehmen die Reinwaschung, kriegt was eine Bekjierung ist. Johannes tauft mit Wasser. Dann sagt und der wird einer kommen, der wird mit den Heiligen Geist taufen. So, den Heiligen Geist erfüllt worden, kostet du allmählich anders, als dass du vom Wasser geboren warst. Was meint das? Reingewaschen. So, dann der erste Vers, was von Mensch geboren wird als Mensch und was von Gott geboren wird als Geist. So ist das viel noch klarer zu erklären? Was von Mensch geboren wird, dat is een Mensch. En wat van Gott geboren wird, dat is een Geist. Wunder die dich, wenn ich die sage, du musst zum nie geboren worden. So, wir brauchen diese Geistlichkeit zu verstehen am Glauben. Ich kann ganz absolut allmählich den Geist Gottes geben, ohne dass du Glauben hast. Und ich kann die nicht geben. Die kommt von Gott. Dat is een ding wat Gott selbst deed. Wanneer du diese Reinwaschung hast.
So, und wenn du im Zweifel stehst, dass du bekehrt bist, oder dass du Wadajeburt bist, oder dass du den Geist hast, dann ist deine Aufgabe, den Tempel durchzubrechen. Das ist deine Aufgabe. Dann lässt Jesus die Wadajeburt an die passieren. Und er wird. Das ist kein Zweifel an. Aber nur dann, wenn du das glaubst. Ohne Glaube kann es nicht passieren. So, das ist nicht ein Ding, wo wir können stehen und zweifeln und wundern. Das ist ein Ding, was Gott versprochen hat. Und das ist eine Aufgabe, was wir haben, diesen Tempel, mein fleischliches Akt, durchzubrechen, dass er das kann abbauen. So, 8. Vers, feines Beispiel, macht uns ein klein bisschen tiefer denken. Hier sagt er, das ist ein Wind. Weil wir wissen alle, was Wind ist, aber ich kann nicht ausfinden, dass ein Mensch kriegt wissen, von wo die kommen und von wo die hingeht. Wenn es hier bei uns windig ist, stormig ist, well, wenn ich von Westen komme, wo würde ich mal vor, aber die wissen, dort kommt der Wind über die Hill. Well, Scientists würden mir alle Hunter erklären, ich habe von hart und kalt und weiß nicht, was alles Sonne schien und Mond schien. Und ihn somehow jaft der Wind, das glaube ich wel. Aber danach habe ich das Beispiel gebraucht, dass so ein Wind, wir wissen nicht, von wo die kommt, wir wissen nicht, wo die hingeht, aber der ist da. Und das ist ein Ding, was ich dir will sagen, der ist da. Das werden wir nicht vergessen. Wenn du den Tempel durchgebrochen hast, dann hast du eine Connection mit das Heilige Geist. Der ist da. Du weißt das. Du darfst nicht zweifeln, wenn du hast Bisse getan und du hast Friede gekriegt, du fühlst die Makel, ja, dann ist da ein Geist. Die kommt von Gott. Dann sagt Gott, das ist ein anderer Vers, dann sagt Gott, dass ich zeug, oder Jesus sagt, ich zeug, ich und Gott, wir zeugen von uns selbst. Wo zeugt Gott an uns selbst von sich? Weil das ist korrekt mit was passieren wird. Wenn du da wirklich den Tempel durchbrechen lässt, dann passiert das an dir. Der Friede, was du kriegst, dort ist das. Und wenn du dann das lesen lässt und du glaubst an diese Wahrheit, dort ist, wo ein Zeugnis ist. Römer 6, Vers 8. Da sagt er, wann wir wirklich gestorben sind. Und dort meint, wir sind dort, sie sind. Wir haben Bisse getan, wir sind bekehrt. Dann glauben wir, dort wir am Leben. Warum? Wenn es so passiert hier. Das ist Leben. Das war das. Und dort darf ich nicht überzweifeln. 1. Johannes 1,29. Nu werden wir horchen. Wer ist Wadajeburt? Weet je wat? Ich will je nicht sagen, dass nu korrekt da, wo du diesen Frieden gekriegt hast, und mir da manchmal ein bisschen boden, wenn Menschen sagen, yes, dort in den Tag, da werde ich Wadajeburt. Oder von der aus so, bekehre ich mich nicht, sie Wadajeburt. Das hat mich manchmal ein bisschen boden, wenn ich diese Vers lese. Und ich will nicht sagen, es ist nicht so, das versteht mich nicht so stark. Aber nur die Vers, noch was Wadajeburt lehren hat, dann ist das ein Prozess, was passieren wird. Das ist ein Wachsen. So ist ein Kind. Wir haben 1. Johannes 3, Vers 8, 9, sagt er, glaube ich, wenn Gott sein Sohn an uns ist, dann hier wir ab mit Singen. Was meint das? So, er hat den Jesus geplant an uns, dann fängt er an zu wachsen, und die macht uns abzuhören mit Singen. Und da ist ein bisschen ein Wind. Wenn wir 1. Johannes 2,29 nehmen, wenn je die Gerechtigkeit weiter in die Gerechtigkeit tun, dann sind je von Gott geboren. So, das ist nicht bloß ein Bang, nicht ich war geboren. Das ist ein Ding, was nankommt, dass Gott uns erfüllen hat mit sein Geist. Dann fängt er an zu wachsen. Wir haben einen Vers in Klasse 3, Vers 4. Da redet auch von, dass wenn wir wirklich gestorben sind,
Oder, ich könnte lieber anders sagen, ich sage, wenn wir lebendig sind, dann wird Gott ans Leben mit sich offenbaren. So ich sage manchmal so, was das ein Kind, wenn das geboren ist? Wann ist ein Kind geboren? Weet je dat? Mama zal dat weten. Wanneer een kind geboren is. Wel, wanneer het kind geboren is, en dat blijft stil liggen en schrikt niet, dan zijn de dokters en de mamen alle zeer opgerecht. Niet zo? Dat maakt levend. Dat is wat een kind heeft wanneer het geboren is. En dit krijgt dat wat hier passiert. Wanneer we waren geboren zijn, dan kost u beter zijn en die ene leven en een andere mensen, als dat u krijgt weet hoe en wat. Dat passiert wel, ja. De gerechtigheid weet in de tijd. Wanneer de gerechtigheid weet en niet daar is, en de zegt du bist waren geboren, dan moet je een mens leven. En dat is wat we zeer vele mensen hebben. Die zeggen, we zijn waren geboren, we zijn bekeerd, maar het kan absoluut niet zijn dat de eend vrucht draagt. Leef krijgt zoals hier. En weet je waarom ik daarvan red? We krijgen veel meer mensen naar de klasse. En de ganze meeste zijn ook zeer moedig voor een huis. Maar manchmal, dan maar eenmaal als de ene, dan vangt me een ander, vielleicht de oudere, of de schwester, of vriend, vrouw. Nou, wat deed die mens dort begint? Wat is hier passiert? Wel, die bekeert zich hier. Het kan er zijn, kan niet hem worden in een ander leven half als eerst. Wel, ik wil je wel niet zeggen, die bekeert zich hier. Ik wil vragen, wat zei je? Heeft hij zich hier bekeerd? Anderen waren van en zeiden, wat ga je met die mensen gedaan? Heb je een pijlje voor dat? Die mensen zo jaan dat. Wel, wat is je passiert? En weet je wat, dit is het teken van als we waren geboren zijn, dat is als de vrucht trouwen daar. Nächster vers, 1 Johannes 3:9, wer nicht sindet, der ist von Gott geboren. Wel, wer dat nicht sind, die nicht dann alle sind. Aber jemand war het chicken, wir haben dort is ook een ander thema. Maar we zijn alle Sünder. Römer 3 sagt, wir sind alle Sünder. Aber uns zijn is geändert. Das ist keiner von uns, das Kinder Gottes, wird mutwillig wel Sünde. So, und wenn wir waren geboren sind, dann haben wir den Geist an uns, dass wir nicht mehr wollen Sünde. So ist ich da einen Fehler gemerkt hat von Schreiben, und so ist Friese dann einen Fehler mögt man Leid singen, dort passiert man als Menschen Tag für Tag. Aber wir haben nicht in Sinn, dass wir mutwillig wollen singen. Und was soll ich sagen? Wer nicht sinnt, dat. Wer sich entscheiden, dat zu singen, der braucht Busse zu tun. Das nicht, wir können sagen, das ist nicht automatisch verjährt. Der muss Busse tun, ja? Hier sagt es kriegt in der Vers, was ich schon sage, wenn Gott sein Sohn ist in uns. Gott sein Sohn, dat nicht singen. Wer bist du von dir? Und hast du klar, dass du Gott deinen was? Hast du klar, dass du nicht mehr Sinn was tun? Dann kannst du selbst prüfen, was passieren wird, dass du wahre geboren bist oder nicht. Du hast nicht mich gefunden, kannst jähren. Wenn du die nicht weißt, dann fang mich jähren. Ich will dir mehr helfen mit das. Wir haben so viele Menschen, die ganz nahe glauben, sie sind Kinder Gottes, aber die lassen sich von einer Seite, ein Zeugnis, lassen sich anschmieden. Und meten, nur dem sein Zeugnis, und steht dort, was ich selbst belebe. Und dort braucht wie Gottes Wort hier. In 1. Johannes 4:7, wer läuft, der ist von Gott geboren, wenn sie kennt Gott. So hier haben wir 3 Dinge, wo wir weiter, wo wir geboren sind. Wenn wir sie nicht gebaut haben, oder wenn wir die Gerechtigkeit tun. Wenn wir am Leben. Wer glaubt an Jesus Christus, 1. Johannes 5:1, wer glaubt an Jesus Christus, der ist von Gott geboren. Waar, ik geloof, alle mensen geloven dat je hebt in God. Maar wanneer ik hier van geloven rede, dat is een geloven met action. Dat is dat we in de tempel geduld gebruiken. Dat hebben we het geloven gedaan. En dit geloven, dat is de ware geboorte. Wens we geloven aan hem. Dat bewijst dat we van hem geboren zijn, wens we doen die ding wat we geloven. Nog een 1 Johannes 4:4. Wer am Sieg die Welt überwinden kann, das ist von Gott geboren. Kannst du. Und das will ich dir mitgeben. Wenn du nicht weißt, als du wahre geboren bist, dann denke mal nach. Hast du den Sieg? Kannst du zu Last nicht sein?
Kannst du zu Porn nee sein? Sehr viele Männer kennen nicht. Voll immer waren an. Kannst du zu deinen Betternis nee sein? Das ist ein Teken, dass du Wadajeburt bist. Weil bist du vorher nicht Wadajeburt, wenn du einmal gefallen bist, dort will ich nicht sein. Dann dreh dich noch Gott. Das fingen wir in 1. Johannes Kapitel 2, die stehen, da sagt es, wenn du doch mal einmal sündigt hast, dann geh nur Jesus, wenn er auf dich betont. So, das sind die Klarheit, was wir brauchen. Du hast die Gnade. Noch ein Vers, 1. Johannes 5, 18. Wer nicht mehr sündigt, der ist von Gott geboren. So, was tun wir dort? Dann ein klein bisschen erklären nach das. Sei wie, wenn ein Mensch einen Fehler gemerkt hat, oh, du darfst sündigen. Du bist nicht von Gott. Aber was tun wir dort? Kann wir dort nicht sein? Haft der Jesus Gottes uns nicht so wie der Fall, dass wir prüfen können, wohnt das Kind Gottes sein, wohnt nicht? Ich kann sagen, manchmal so stört, wenn du mir einmal verlegen, dann würde mir nach Recht nicht mein Vertrauen aufkommen. Wenn ich zu dir davon reden, und du das verstritten wirst, dann wird mein Vertrauen ganz wegkommen. Wenn ich zu dir rede davon, die Stunde das Furztau, oh ja, da habe ich auch gesagt, da habe ich niemals sollt. Dann bleibt das Vertrauen krank da. Und das ist ein klein bisschen, wo wir in Gott seine Gnade sind. Wenn er mit seinem Geist uns Monat hat, und wir schön mit dem Geist zu sehen, das wird in Betracht haben. Dann haben wir Futz nicht mehr sich. Dann haben wir nicht mehr die Gerechtigkeit. Wir leben nicht mehr Gott. Alles Dinge, was sagen, was wir Wadajeburt sind, die verschwingen da. Reim Rach verschijnt. Gleich dem Vers, welchen Wahrheit mitgeben. Das ist keine Verdammnis an die, was an Jesus Christus sind. Die, was nicht nur im Fleisch leben, sondern im Geist leben. Diese zwei Sätze hängen an. Da ist der Unterschied. Wenn du Wadajeburt bist, dann lebst du im Geist. Dann brauchen wir die Vergebung verstehen. So, nun ein klein bisschen für all die Menschen, die mich gefragt haben, und die, die hier sind, kommt ihnen vielleicht die Frau ab und nu hat man meist Angst. Ich muss jetzt drüber fehlen. Ich weiß mir nicht an, ich soll dort ja vor mit reden, und ich deut nicht. Habe ich dem Geist gedampft. Ja, und ich weiß gut, dass meine Kinder, die werden nicht ganz gehorsam, aber wir waren mit Tal. Ja, ich weiß gut, dass in Oberschrüde sehen mich was, und sie waren beleidigt. Sieht dann nicht gleich Wadajeburt. Weißt du, wenn all diese Frauen das, die selbst, dat als fleischlich uitfiguren als ik Wadajeburt zie. Wenn du wirklich an Jesus Christus glauben hast, und du sitzt, du bist Tal geworden, dann gehst du fort mit dem Jesus und du nimmst diese Vergebung mit Freude an. Das ist, was der Teufel versucht zu tun, ihn twilig zu merken. Wenn sie einen Fehler gemerkt haben, dann sie versuchen, rütterreden, zu beschuldigen. Oh ja, Mama, mir ist es nicht, ich tue bloß all wahr. Weißt du was, mit das gewinnt der Teufel. Das ist fleischlich. Und das ist, was Gottes Wort uns lehren hat. Und weißt du, wenn wir dort glauben und dort ausleben tun, dann hören wir ab mit Singen. Dann der das nicht mehr. Das ist die Kraft Gottes. Was er uns gegeben hat. Damit haben wir überwinden. Laat je nicht verbiesteren von all diese verschiedensten Gedanken, was je ankommen tun. Naja, das ist doch nicht mit mir. Aber andere Seite, laat je doch nicht verbiesteren mit einem düsteren Sinn sein und sagen, naja, dann wird je das doch wohl alles schaffen. Das wird nicht. Wenn du den Tempel nicht durchbrachst, dann wird das nicht schaffen. So wie Brücke das klar zu haben, dass Gott akzeptiert keinen Sinn. Wenn er sein Sohn an uns ist, dann hören wir ab mit Singen. Du hast eine Kraft. Durch den Glauben an ihn. Diese Geburt betrachten, wo ich den Mut sprechen, dass je die Welt selbst betrachten, sei je Wadajeburt. Wenn je nicht sind, dann macht klar, was? Dass je den Tempel durchbrecht. Dann wird Gott je die Wadajeburt geben. Ohne diese Entscheidung von der Bekjierung kann das nicht passieren. So, wenn du nicht klar hast, dass du jemals in deinem Leben
mal eine klare Entscheidung gemacht hast, dann du nicht satt und schwor, hey, aber was ist alle ihr warst, dann mach nu die Entscheidung. Du brauchst gar nicht lang satt und Twiebel, wenn du mir einmal so denkst, weil ich kann nicht klar. Dass ich wirklich mal diese Entscheidung gemacht habe, merkte von der. Die alleine hast du. Nimm dort im Glauben an, dass du kannst loskommen, reingewaschen worden von Sinn, dann wirst du ein anderer Sinn kriegen. Die sind ja Gotti. Und dort kommt durch dem Heiligen Geist. Klein wird noch die Erfüllung von dem Heiligen Geist. Ich habe dort nichts zu sagen studiert, aber in meinen Erfahrungen, die ich belebt habe mit Menschen, dann sieht mir so, das fing wir in Epheser Kapitel 4, da sagt es, dass Gott wird uns Gaben geben, nur seine Gnade. Und diese Gaben, dort nehme ich der Heilige Geist. Wenn wir waren, diesen Heiligen Geist als ein Geschenk brücken, dann wo wir Gaben kriegen, was er uns geben hat. Und da wo wir die Erfüllungen am Geist kriegen. Das wird durch er wird das Wort offenbaren. Und das wird er wird durch Predigt und Dinge offenbaren. Waar ich niemals kann downen, aber kann der Geist Gottes die im Hart offenbaren. Wenn du wirst dort die Gnade annehmen. Und das war auch so. Wenn du so nicht weißt, ist das Sinn oder ist das nicht? Habe ich mich bekehrt oder habe ich nicht? Würde ich dann besser sein, wenn ich mich bekehrt habe? Oder wo ist das damit? Da ich noch zu viel Sinn? Oder muss ich besser werden? All diese Frauen. Wenn du damit nur die Gnade gehst, im Glauben an Jesus Christus, dann wird er dir Erfüllung mit dem Geist. Und dann kriegst du mehr. Das ist das Beispiel in, was ist das, Matthäus 24, glaube ich, von den Zentner. Der wer er haft, dem wird gegift. Und wer er nicht haft, dem wird noch genommen, was er haft. So, eine andere Wort, waar ich in Motor sprechen will, go en do wat. Zet nicht in Grabel, als du bekehrt bist oder Wadajeburt bist. Wenn du grabelst, als du wirklich bekehrt bist und du nicht weißt, dann da nicht. Wenn du dich bekehrt hast, dann glaubst du, dass Gott wird dir die Gnade und Gabe geben und dann wirst du waschen. Und dann nimmt Zeit zum Waschen. Und dann nimmt Zeit zum Ding tun, was Jesus Gottes dir anleiten hat. Ich glaube, das nächste, was ich dir will merken, das ist nicht meine Sache, die zu sein, wo du dich bekehrst oder wo du Wadajeburt warst. Das ist deine eine Sache, eine Entscheidung zu merken, von heute, dein Sindeleben abzugeben und auf Gott vertrauen. Das wird dir geben. Dann wirst du waschen. Das kann auf verschiedene Wege passieren. Ich weiß, dass ich sehe einen Redner, ich weiß, dass hier sind viel mehr Redner. Ich tue manchmal Dinge sehr klar da sein, und so Menschen, die ist das zu euch. Und ein anderer Mensch wird anders zu euch. Aber ich gleich so zu reden, dass je verstehen kann und so den anderen. Ich will nicht andere verachten. Aber kijk, wenn diese Wadajeburt, da sind verschiedene Wege, wo das wird rübergebracht. Und ich glaube, wenn man noch Gottes wird, wir uns da noch richten. Was sagt Gottes Wort? Was sagt Jesus selbst? Und ich brauche das Beispiel manchmal von Wadajeburt worden oder nicht, das ist ein Glauben, wo ich wieder tun. Und das ist ein Ding, was uns persönlich passieren wird. Und das ist nicht ein Ding, wo ich die krijg kan ver zijn, wo die dat passieren wordt. Some mensen die gaan zijn op je feilen. Some die zijn allemaal zo emotional, dat die meestens aan emotions leven. Some tjoortje die gaan zijn op emotions. Dat meint je feilen. En wat werkelijk passiert im Hart, dat zijn niet bloos je feilen. Dat is something waarheid wat du am Glauben aannemen is en uitleven is. Und das, was mir wichtig ist, dass wir damit ein Verständnis haben. Lot die von Gott sein Wort das erklären. Und dann so sage ich auch von dieser Klasse, all die wird horchen daunen, und lot horchen daunen, geht nur die Bibel und lest, was ist. Omdat je nicht derbe zet in Twiebel, wenn es weiter hat. Wenn du setzt in Twiebel, als ich Wadajeburt sehe oder nicht,
Oder als ich weer heb, passiert hier nicht. Du hast, wo der Teufel gewaltig mit dir schafft. Und da habe ich nicht Zeit zu. Wenn die da noch horchen ist, dann musst du wieder und wieder am Zweifeln ankommen und all diese Dinge. Dann kämpfen wir einmal bei dir, dass du mit Tag für Tag gehen und prachen auf, betjanen, jeder bet. Und die ist nell weggefallen, mit es gehen und Papa betjanen dort. Und das ist nicht Christ der Weg. Der Weg ist ein Amt zu leben, das ist, was wir berufen sind. Und das ist, was ich in alle wünsche. Wir wollen noch beten, wir wollen abstunden von der, ja. Himmlischer Vater, ich danke dir von dir und für das Tag. Ich danke dir ganz besonders, dass wir jetzt hier top kommen, Herr, dass du uns gnädig bist. Und ich danke dir, dass du auch die beschützende Hand über uns hast. Und ich danke dir für unsere Obrigkeit, dass du uns die Freiheit gegeben hast. Bei Jesus, wir beten für die Obrigkeit, für die ungestellte Mann, dass du denen was Weisheit geben, mit dem Amt zu gehen. Herr, dass sie uns hier Freiheit lassen. Und andere tun es nicht, Herr. Wir beten am deine schützende Hand, dass dort nicht dürfen ein großer Aufgang oder ein schlechtes Bild geben, Herr, dass dein Name lieber wird verherrlicht werden durch dort. Herr Jesus, sie wieder mit uns alle, und ganz kriegt das, dass wir können Klarheit kriegen. Ich weiß, dass du, Herr Jesus, du hast das alle betont, und du hast das getan, und du hast nur die Apostel gewesen, und du hast uns nur gewesen. Herr, ich bete für jeden einen, dass wir das wieder annehmen und dort ausleben. En die Namen verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. No pain or death can enter there. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. Glittering towers, the sun outshines, and feel like traveling on. That heavenly mansion shall be mine. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. The Lord has been so good to me. I feel like traveling on. The Lord has been so good to me. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling